Ist ein Junior-Depot oder ein Sparkonto fürs Kind besser? In diesem Video zeigen wir dir, ob bzw. in welchen Fällen das Depot Vorteile bietet und wann das Sparkonto, zum Beispiel ein Tagesgeld für Kinder, die bessere Wahl ist. Wir zeigen dir, was das Junior-Depot ist, welche Vorteile es bietet und welche Anlagemöglichkeiten du hast. Du erfährst außerdem, wie es sich steuerlich auswirkt, wie die Verwaltung funktioniert und wir zeigen dir noch kurz, welches Junior-Depot empfehlenswert ist. Hallo und herzlich willkommen auf Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Warum ein Junior-Depot sinnvoll ist. In Zeiten hoher Inflation und auch in Zeiten niedriger Zinsen sind die Voraussetzungen für den Vermögensaufbau durch Geldwerte, wie bei einem Sparbuch oder Tagesgeldkonto, schlecht. Die Einlagen verlieren an Wert. Das Tagesgeldkonto ist daher nur geeignet, wenn kleinere Geldbeträge kurzfristig geparkt werden sollen. Für größere Ziele, wie die erste Wohnungseinrichtung, das erste Auto oder auch ein Auslandssemester, ist ein Junior-Depot nach unserer Einschätzung die bessere Wahl. Hier gibt es größere Renditechancen. Was ist ein Junior-Depot? Zum Sparen mit ETFs, Investmentfonds und Aktien, um mehr Rendite zu erzielen, benötigt man ein Wertpapierdepot. Wenn das Depot auf den Namen des Kindes läuft, was Vorteile bietet, mehr dazu gleich, spricht man von einem Junior-Depot, Kinderdepot oder auch minderjährigen Depot. Neben Einmaleinlagen, zum Beispiel als Geschenk, können mit Sparplänen auch regelmäßige Einzahlungen erfolgen. Die Vorteile eines Depots für Kinder. Vorteil Nummer 1. Langfristige Renditechancen. Langfristige Anlagen in Aktien haben in der Vergangenheit eine hohe Rendite erwirtschaftet. Anleger, die beispielsweise seit 1975 in einen ETF auf den MSCI World setzten, konnten durchschnittlich 9% Rendite jährlich erzielen und das trotz vieler Abschwünge an den Aktienmärkten. Durch den langfristigen Anlagehorizont spielen kurzfristige Wertschwankungen keine große Rolle. Mit einem Sparplan nutzt du außerdem den sogenannten Cost-Average-Effekt. Bei steigenden Kursen profitierst du bzw. das Kind vom steigenden Wert der Geldanlage und bei fallenden profitiert es davon, dass mehr Anteile zum gleichen Preis erworben werden. Steigen die Kurse dann wieder, steigt der Wert der gesamten Geldanlage entsprechend stärker. Vorteil Nummer 2. Steuervorteile. Ein Junior-Depot bringt auch Steuervorteile mit sich. Zunächst fallen für Kinder keine Abgeltungssteuern auf Zinsen und Dividenden an, da sie über kein eigenes Einkommen verfügen. Zins- und Dividendenerträge können also steuerfrei behalten werden. Der Zinseszinseffekt wird so verstärkt. Dafür müssen Eltern die sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung beim Finanzamt anfordern und bei der Bank einreichen. Sie ist 3 Jahre gültig und muss dann erneuert werden. Zudem gilt für Minderjährige ein eigener Grundfreibetrag und Sparerpauschbetrag. Damit sind aktuell jährlich Erträge bis zu 11.184 € steuerfrei. Vorteil Nummer 3. Geringe Kosten. Das Junior-Depot wird in den meisten Fällen kostenlos geführt. Die Gebühren für Orders unterscheiden sich zum Teil stark. Besonders günstig und zum Teil sogar kostenlos sind sie beim Kauf von Wertpapieren im Sparplan. Bei Einzelkäufen liegen sie in der Regel bei mindestens 10 €. Vorteil Nummer 4. Lerneffekt. Ein eigenes Depot ist ein früher Einstieg in moderne Geldanlagen. Dein Kind wird durch das Junior-Depot an das Thema Börse und Finanzen sowie an das langfristige Sparen herangeführt. Es lernt die Wichtigkeit von langfristigem Sparen und Investieren. Der pädagogische Effekt wird durch den Sparplan noch verstärkt. Kleine, regelmäßige Einzahlungen können über einen langen Zeitraum, vor allem auch durch den Zinseszinseffekt, zu einem beachtlichen Betrag anwachsen. Gerade beim Sparen und Investieren für Kinder ist der Anlagehorizont recht lang, beispielsweise 18 Jahre bis zur Volljährigkeit. Anlagemöglichkeiten beim Junior-Depot. Mit einem Kinderdepot kann in verschiedene Wertpapiere wie Aktien, Fonds und ETFs investiert werden. Fonds. Fonds bündeln Einzelwerte. Besonders bekannt sind Aktienfonds, die aktiv gemanagt werden. Ein Vorteil ist die Risikostreuung. Ein Nachteil die Kosten, die durch das aktive Management durch den Fondsmanager entstehen. ETFs. Exchange Traded Funds, kurz ETFs, sind eine Form von Fonds, die einen ganzen Wertpapierindex nachbilden. Das hat 2 Vorteile. Erstens sind in einem Index oft nur solide Werte und zweitens benötigen ETFs kein aktives Management und verursachen dadurch weitaus geringere Kosten als gemanagte Fonds.
Das kann sich positiv auf die Rendite auswirken. Aktien. Aktien sind die wohl bekannteste Anlageform im Kapitalmarkt. Einzelaktien bieten langfristig gute Renditen. Sie können aber auch großen Wertschwankungen unterliegen. Hochriskante Anlageklassen wie Zertifikate und Optionsscheine sind bei Junior-Depots ausgeschlossen. Schließlich geht es um den Vermögensaufbau des Kindes und auch die pädagogische Wirkung ist dabei ebenso wichtig. Wenn das Kind das Depot später übernimmt, kann ein deutlicher Verlust demotivierend sein oder sogar eine ablehnende Haltung gegenüber dem Thema Sparen und Geldanlegen hervorrufen. Die Verwaltung eines Kinderdepots. Wichtig ist zu wissen, dass Eltern nur die Treuhänder sind. Eigentümer ist das Kind. Alle eingezahlten Beträge und Wertpapierkäufe gelten als unwiderrufliche Schenkungen. Entnahmen dürfen nur zum Wohl des Kindes verwendet werden. Sie dürfen nicht für eigene Zwecke genutzt werden. Welches Junior-Depot ist das Beste? Unsere Empfehlung. Leider bieten die meisten Broker kein Depot für Kinder. Die Auswahl ist daher recht stark eingeschränkt. Unsere Empfehlung ist das Comdirect Junior Depot. Die Depotführung ist kostenlos, wenn du mindestens einen Aktien-, Fonds- oder ETF-Sparplan für dein Kind einrichtest oder mindestens 2 Trades im Quartal stattfinden. Sparplanausführungen kosten 1,5% pro Transaktion. Dabei gibt es keine Mindestgebühr. Richtest du also einen Sparplan mit der Mindestsparsumme von 25 € ein, werden 38 Cent Gebühren je Ausführung berechnet. Einzelorders außerhalb eines Sparplans kosten 4,90 € zuzüglich 0,25% bei mindestens 9,90 € und höchstens 59,90 € Gebühr. Einen Link findest du unter dem Video. Wir hoffen, dir hat das Video zum Junior Depot gefallen. Wenn ja, dann lass uns doch einen Like da. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib uns gerne in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.